So Freunde, herzlich willkommen zum ersten Video Treasure Dinger stellt vor. Ja? Wer heute bei mir zu Gast ist, seht ihr jetzt gleich im neuen Video bzw. neuen Format. Wenn euch der Shit gefällt, gerne Däumchen hoch dafür und ich bin gespannt auf ein Feedback in Form eines netten Kommentars. Viel Spaß! Meine Lieben, ja, zu meiner Linken der liebe D-Terra Hunter alias Fritz, nein andersrum, heute mal im kurzen Vorstellungstalk beim neuen Format Treasure Dinger stellt vor. Jo, ich übergebe instantly das Wort an den lieben Fritz, wenn du dich vielleicht ganz kurz der Community mal vorstellen möchtest, wer du so bist, wie du heißt, was du machst, wie alt du bist, du weißt, was ich meine. Jawohl. Also Alex, in dem Sinne schon mal recht herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Talk. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, stelle ich mich erstmal kurz vor. Ja, wie manche oder ja nicht so viele, aber einige schon wissen, ich bin der D-Terra Hunter. Mein richtiger Name ist Fritz. Ich komme aus Niederbayern und ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich komme aus Bayern an der Grenze zu Franken, aber das lassen wir mal raus. Spaß beiseite. Also ich komme aus dem schönen Niederbayern. Grüße nach Franken gehen raus. Jawohl. No front. Grüße an alle Franken. Ich liebe sie alle. So, genau. Ich bin 38 Jahre alt, vor kurzem geworden und beruflich bin ich momentan noch out of work. Ich bin noch krankgeschrieben. Ich bin einfach krankgeschrieben, ich hatte einen Unfall. Der war übel, ja. Ja, und schnell langsam geht es wieder bergauf. Es geht eigentlich steil bergauf wieder. Und ja, ansonsten bin ich auf dem Bau tätig gewesen. Habe alles gemacht. Boden legen, streichen, Grundsanierung, alles. Fenster setzen, Türen setzen, im Endeffekt alles. Dachdecker. Ich bin eigentlich all inklusiv. All inklusiv. Schön. All inklusiv. Danke dir, Fritz, erstmal. Ja. Klasse. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Ja? Ja. Die würde ich dich jetzt einfach mal ganz kurz durchkauen lassen, wenn ich das darf. Ja? Aber nichts Intimes, bitte. Nichts Intimes. Versprochen. Nur im Team. Nur im Team, nicht im Team. Wichtig. Sehr gut. Also, pass auf. Wie bist du denn eigentlich zum Sondeln gekommen? Boah, das war eigentlich, mich hat es schon immer fasziniert, die Geschichte aus vergangenen Zeiten, sprich jetzt zum Beispiel allein in der Schule schon, das vom Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, dann später hat es entwickelt, dass mich immer interessiert hat, auf anderen Kontinenten zum Beispiel, ja, Ägypten, solche Sachen, also Gräber, und mich hat das schon alles immer sehr inspiriert und irgendwie geflasht und ich habe mir immer Dokus angeschaut und das und ich wusste, bevor ich anfing, habe ich noch nicht mal im Fernsehen irgendwas über Sondeln gesehen. Das hat mich sowieso gewundert, weil jetzt, ich sehe nur noch auf verschiedenen Sendern, Formaten, da sind die Schatzsucher, da sind die Schatzsucher, aber es ist ja auch ziemlich populär geworden. Extrem, ja. Und wie? Ja. Und es hat mich schon immer fasziniert, auch mit versunkenen Schiffen und so. Also es war schon immer ja, es war halt einfach immer cool, das anzuschauen und ich war halt immer so, das wäre mal was. Und ja, irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen informiert über Schatzsuche oder sonstiges, Goldwaschen und dann kam ich irgendwie so auf den Metalldetektor-Ding, auf das Ganze. Cool. Dann habe ich mir da einige Videos angeschaut und bevor ich angefangen habe zu sondeln, vor 4 Jahren fast, habe ich ein halbes Jahr recherchiert. Also ich habe mir noch keinen Metalldetektor gekauft, sondern nicht einfach kaufen, sondern ich habe mich wirklich informiert. Soziale Medien, Internet, habe dann rausgefunden, das Landesdenkmalamt ist dafür zuständig für manche Sachen. Du meinst so rechtliche Grundlagen quasi? Genau, rechtliche Sachen. Das ist schon mal top, ja. Munition,
auf was musst du Acht geben, was darfst du nicht, wie recherchierst du, wo weißt du, wo du nicht hin darfst und das Ganze alles. Und dann habe ich halt in den sozialen Medien auch geschaut. Da gab es einige gute Sachen auch, wo man sich wirklich informieren konnte. Teilweise gab es auch, wie es überall gibt, Schmarrn. Aber ich habe das erste halbes Jahr wirklich richtig intensiv recherchiert und habe mich dann entschieden, einen Anfängerdetektor zu kaufen. Okay, das wäre die nächste Frage gewesen. Genau, welchen Detektor war dein erster Detektor eigentlich? Ja, mit welchem Gerät du... Mein allererster Detektor war ein Fischer F44. Den du mir mal ausgeliehen hattest. Genau, richtig, korrekt. Ja, das ist ein cooles Gerät. Ja, doch. Also es ist wirklich ein cooles Gerät, vor allem er ist leicht zu bedienen. Und ja, also da gab es eigentlich gar nichts. Er ist leicht zu bedienen, er ist vom Gewicht her nicht zu krass. Ja, glaube ich 1,2 oder 1,3 Kilo. Mhm. Hat elliptische Spule drauf und er war eigentlich top. Außer das Gestänge, das, okay, gut, das ist bei manchen Detektoren, es war kabelgebunden, das war immer recht aufwendig mit dem Klickverschluss das zusammenzuschieben und dann wieder aufzuschieben, jedes Loch einzeln. Ja, das mag, ja, gerade wenn es kalt ist, wird das echt, oh Gott, na, weißt du, was ich meine? Ja, das tut dann schon weh. Ja, aber ansonsten war ich eigentlich zufrieden, habe auch gut gefunden. Ja, gut gefunden, ja, aber ich glaube, das erzähle ich nachher nochmal. Mein erster Sonntag. Genau, also ich habe mich halt einfach informiert und habe halt geschaut, dass ich wirklich alles richtig mache, dass ich keinen Fehler mache, dass ich keinen Schmarrn baue, weil das ist mir schon wichtig, dass man, egal bei was, ich bin halt auch jemand, der wo extrem sich vorher sehr krass informiert, bevor er sich irgendwas anschafft oder irgendwas macht. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Ja, klar. Ja, weil Unwissenheit schützt ja bekanntlich nicht vor Strafe. Ne? Und bevor du da in so ein Fettnäpfchen reintrittst, lieber vorher schlau machen. Ja? Geht raus an alle Neueinsteiger übrigens. Genau. Informiert euch, informiert euch, informiert euch. Egal wie lange das dauert, informiert euch, bis ihr Bescheid wisst. Right. Nicht einfach losmarschieren, sondern informieren. Ganz genau. Genau. Was hast denn du jetzt eigentlich für ein Equipment aktuell? Das wäre auch mal interessant. Boah, aktuell. Also den Fischer F44 habe ich immer noch. Mhm. Den gebe ich auch nicht her. Bis jetzt. Das ist wie mein Seben hier an der Wand. Ja. Genau. Also den Fischer F44 habe ich noch. Mit dem laufe ich aktuell nicht. Ich laufe aktuell mit dem XPORX. Mhm. Aktuell mit der HF-Spule 22,5. Teilweise auch mit der 28er X35. Wobei ich jetzt mit der HF eigentlich klarkomme, also jetzt klarkomme und die mir eigentlich, ich laufe eigentlich bloß mit der HF. Aber kommt immer darauf an, auf die Böden, auf die Umgebung, auf die Mineralisierung, auf was wir die finden, was wir nicht machen. Also im Wald ist halt meistens ist sowieso immer die 22er 5 HF. Okay. Genau, dann habe ich noch ein Grabungsmesser von Whites. Oh, das sind Raritäten, ja? Das zählt fast schon richtig als Museumsrelikte mittlerweile. Richtig, genau. Habe ich natürlich vom Jens, schönen Gruß an dieser Stelle, Jens Tiefenbach von metallsonne.com, die Möglichkeit bekommen, dieses Messer noch zu ergattern. Noch irgendwie eine Schaufel oder irgendwas? Oder sagst du nur Grabungsmesser? Ach so. Ich hab noch den Spaten, den Tiberio-Spaten. Und dieser Spaten, der ist der absolute Hammer. Also egal, dieser Spaten, andere Spaten, die Spaten, der Lars herstellt, sind echt top. Die sind geprüft, die sind qualitativ echt hochwertig. Und alles handgemacht. Also alles persönlich selber hergestellt. Das ist echt eine starke Hausnummer. Ne? Ja, nein, das ist echt cool. Also und qualitativ echt super. Also genau. Und Grabungsmesser, das Whites, habe ich ja gesagt. Pinpointer noch? Pinpointer, den MI6 habe ich. Aus folgendem Grund. Es gibt auch noch den MI4. Der MI4 ist genau dasselbe Gerät wie der MI6. Komplett identisch, bis auf das, dass der MI6 mit dem XP-Deus und XP-Orx kompatibel ist. Sprich, du kannst ihn einbinden und die Töne aus der Fernbedienung ausgeben lassen. Genau. Das ist halt schon praktisch. Gerade wenn du nachts jetzt unterwegs bist, in den Sommerabendstunden, wenn du jetzt nicht, wenn du nah am Ort jetzt gerade an einem Feld suchst oder an einer Fläche, dass du die Umgebung halt nicht störst. Ne? Das hat halt den Vorteil. Ja, genau. Ja. Richtig. Nicht, weil man schwarz Sonnen geht oder so, sondern weil es halt einfach angenehm ist. Genau, richtig. Weil das geht dann irgendwann auf den Wecker, wenn du im Ort bist. Ich würde wahnsinnig werden.
Irgendwie Genau. noch Pfundtasche oder sonst, oder sagst du, nee, stopf mir das lieber in die Taschen rein? Nee, also Fundtasche habe ich schon. Okay. Habe ich einen guten Tipp von dir bekommen zum Beispiel. Gerne? Die, ich kann es jetzt nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Auf jeden Schrüxi, Fall, glaube man ich, heißt schreibt das. SHRX, glaube ich, sowas. Und dann Y noch. Schrüxi. Oder, ja, Schrixi, genau, irgendwie Schrüxi. so. Und die ist echt mega. Also ich habe mir da noch einen Taktikgürtel dazu bestellt. Die hat brutalen Stauraum. Also die ist einfach top. Also die ist wirklich schön groß. Also nicht zu groß, dass man es nicht tragen kann oder stört, sondern sie ist wirklich groß genug, um Funde, Müll, was zu trinken, Grabungsmesser vielleicht noch reinstecken Trinken oder solche wichtig. Sachen. Also die ist echt top. Freut Momentan mich. laufe ich zwar mit der MindLab-Fundtasche, die ich Mhm. bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Die ist jetzt super qualitativ, aber ist halt weniger Stauraum. Na, ich mag das auch, wenn ich mehr Stauraum habe. Da kann ich alles schön verstauen. Wenn ich Raucher bin, Zigarettenbackerl, das Messer, ein Pointer Ja. von mir aus. Na, ich bin so Beinträger, Pointerträger, Beinträger. Nee, Egal. am Bein kommen bei mir bloß die Zigaretten. Okay. Messer noch rein, Coinpad noch rein, dann ist die Tasche eh voll. Müll, viel Müll, wenn du am See bist oder wenn du auf Ja. Eisenfunde gehst. Jo. Ansonsten halt Genau. wahrscheinlich bequeme Schuhe, oder? Und Ja, ich robuste? laufe eigentlich, wenn ich am Acker bin, also so ab Oktober, November laufe ich eigentlich nur mit Gummistiefeln, Mhm. aber jetzt keine gefütterten, weil, ja, wer meine Videos kennt, weiß, dass ich bei jedem Wetter rausgehe. Bist du Ich bin jetzt nicht so, dass ich der Yeti-Sondler, der geht immer im Winter. Ja, und ich habe jetzt keine speziellen Gummistiefel, da wo gefüttert ist oder irgendwas. Ich habe Gummistiefel, die haben 15 Euro gekostet bei Obi Cool. und da ist nichts gefüttert, nichts verstärkt oder sonst was, aber die haben eine schöne Drittkante unten. Ist gut für den Spaten, denn ich hatte schon Gummistiefel, die sind halt nach 2-3 Mal Graben sind die einfach unten, ja, aufgegangen, der Gummi. Und die haben eine schöne Drittkante und ich ziehe mir halt 2-3 Paar Socken an. Ich bin da nicht so empfindlich. Genau. Sehr schön. Und ich habe noch die MindLab Handschuhe. Die habe ich Hab auch. noch. Die sind echt Genau. robust und auch bequem. Lass uns kurz Genau. weitermachen, Fritz. Ja. Nächste Frage. Warum gerade YouTube? Warum YouTube? Ich habe mir, wo ich angefangen habe, mit dem Sondeln so überlegt, hey, im Endeffekt wäre es vielleicht auch für andere Leute interessant, wie machst du was oder was findest du so? Dass sie sich vielleicht mal anschauen können, okay, was kann man finden? Man findet nicht, dass man auch sieht, man findet nicht nur Top-Funde, Mhm. sondern zu 95% einfach nur Müll. Mhm. Natürlich gibt es Äcker, Wiesen, da wo wirklich in verschiedenen Regionen, da wo wirklich was los war, da wo man wirklich jedes Mal den Hammer raushaut. Aber es ist halt einfach nicht die Regel. Deswegen dachte ich mir so, Leute, ich zeige euch, wie ich unterwegs bin, mit was für Equipment ich laufe. Sehr gerne auch mit Mani, mit dem bin ich jetzt ziemlich oft unterwegs. Hat einen anderen Detektor, wir vergleichen auch jedes Mal, wenn wir laufen. Grüße an Mani an der Stelle. Ja, von mir auch. Und ja, es ist halt einfach nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist nicht ein Hobby, wo man sagt, hey, mit dem Hobby mache ich Kohle oder irgendwas. Übrigens, meine Funde, ich verkaufe nichts von meinen Funden. Bei mir kommt alles nirgendwo anders hin, außer zu mir. Das ist schon mal Da, wo gut. meine Frau ist zwar nicht so begeistert. Ja, das Messi-Verhalten der Funde, gell? Ich kenne das auch. Oh, da hat schon jemand geguckt. Genau. Ja, cool. Also einfach mal, um das Verständnis auch zu vermitteln. So, wie ist denn das? So ein Alltag eines Sondengängers. Was findet er in Form Audio, Video, akustisch in bewegten Ja. Bildern einfach der Außenwelt mitzuteilen? So schaut's aus. Deshalb. Ja, Ja, genau. ist doch ein cooler Grund. Auf jeden Und Fall. ich finde es auch ganz wichtig, dass man nicht immer. Es gibt viele YouTube-Fans oder Leute, die gerne YouTube gucken und wollen halt nur die Hammer-Sachen sehen. Mhm. Ist recht und schön, machen auch einige YouTuber. Ist jetzt nicht so mein Thema, weil ich zeige eigentlich alles, weil ich mir denke, es ist so, wie es ist. Genau. Ja. So ist es. Manche laden auch keine Schrottvideos hoch, verstehe ich jetzt nicht.
Aber das ist jedem das Seine. Tut auch mal gut, so ein Save the Planet Video, ne? Ja, Ja. genau. Was war denn dein bisher bester Fund? Für dich persönlich. Tja, mein bisher bester Fund. Ähm, Ich traue mich es gar nicht sagen. Jetzt Mein kommt's. bisher bester Fund war, als ich mir den Fischer F44 gekauft habe, Mhm. beim ersten Sondengang. Mhm. War, ich habe mich ja schon mit Funden beschäftigt und so, aber mit solchen Funden, das, wo ich da gefunden habe, habe ich eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also ich habe was gefunden, da dachte ich erst, es ist so ein Einsatz für einen Presslufthammer, für die Straße oder irgendwas. Okay. Ja, wie sich dann herausgestellt hat, war es ein Randleistenbeil. Geil. Als Ja. erster Fund. Richtig, 1500 vor Christus. Ja. Ein aus Bronze, genau. Also das war der absolute Hammer, wo ich dann erfahren habe, dass das wirklich das auch ist, Okay. war das für mich natürlich. Und es hieß dann auch, oh, das ist eine zu große Anfangsding, du wirst nur noch deprimiert sein beim Besuchen. Ich habe zum Beispiel noch gar keins gefunden. Ich würde auch gerne mal einen Randleistenbeil finden. Aber ganz ehrlich, Ja. dafür hast du andere Sachen oder andere Sondler finden Sachen, die ich gerne mal finden würde. Das stimmt. Jeder hat da so sein eigenes Fundbild, je nachdem, woher er halt auch kommt. Ja, oder so eine Bucketlist. Genau, die Sondengänger-Bucketlist. Ja. Wenn ich gleich zum nächsten Punkt überspringen darf, weil wir gerade bei Randleistenball sind. Aber Arbeit mit den Archäologen. Jetzt gerade die niederbayerischen Archäologen, wie da die Arbeit, Zusammenarbeit sagt man ja nicht, man, das kooperative Verhältnis. Ist das bei euch gut oder wie schaut es da aus? Ich sage, wir Niederbayern, wir haben ja nicht nur einen Archäologen. Da geht es auch immer um die Landkreise. Wir haben, jeder hat eigentlich so einen Kreisarchäologen, der wo für ihn zuständig ist oder der wo für das zuständig ist. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, wenn man mit seinem Kreisarchäologen nicht klarkommt, dass man es sofort nach München ins Landesdenkmalamt schickt und die dann halt mit dem Kreisarchäologen weitermachen. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Also unser Kreisarchäologe ist eigentlich super. Es ist ganz unkompliziert. Du nimmst deinen Standort, also du speierst deinen Standort, du machst ein Foto. Immer je nachdem, was, genau, ganz kurz noch dazu. Wenn ihr wirklich mal einen Fund habt und ihr seid euch wirklich nicht sicher, also munitionsmäßig sowieso, wenn es eine komische Form hat, bitte, bitte einfach nicht weitermachen, weil ihr neugierig seid, sondern lassen. Zur Not wirklich auch, wenn ihr eine kleine Vermutung habt, okay, es könnte sich um Kampfmittel handeln. Lieber einmal zu viel angerufen wie einmal zu wenig. Besser ist es, ja. Richtig. Und wenn ihr wirklich auch was Tolles habt oder eventuell was Tolles, zum Beispiel lasst es ein Randleistenbeil sein, 4000, 5000 Jahre alt, dann bitte macht ein Foto, schickt es per E-Mail dem Archäologen oder ruft ihn kurz an, wenn ihr die Nummer habt, was eigentlich normalerweise schon so ist. Speichert den Standort GPS-mäßig. Und ja, es gibt auch nicht Fundbestimmungs, sondern wie heißt? Fundmeldungsbögen. Fundmeldungsbögen per PDF, richtig, Genau, stimmt. per PDF ausfüllen. Manche, die sind so gut mit ihren Archäologen, die rufen sofort zurück und sagen, hey, lass das kurz, ich komme vorbei, oder lass das kurz, speichere den Standort, ich mache weiter. Und wenn ihr wirklich sowas wirklich Altes findet, richtig alt, bitte, also mein Archäologe hat gesagt, bitte nicht reinigen. Bitte großflächig mit der Erde eintüten, einpacken, mir schicken oder ich komme vorbei. Denn meistens ist es so, dass wirklich außenrum, die Erde, die außenrum ist, daraus können die Archäologen Stoffe noch sehr beinhaltet mitunter, weil sich die Erdschicht verfärbt, weil ein gewisses Material noch mit dran lag. Genau. Dadurch können die Archäologen nämlich sich ein viel besseres Bild von einigen Funden machen. Auch die Zusammenhänge und so. Sehr gut. Sehr, genau. Ja. Wahre Aber Worte. ansonsten ist die Zusammenarbeit mit unserem Archäologen eigentlich super. Das freut mich, Schutz. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt hatte ich dann eigentlich noch die letzte Frage, weil dann kommen wir langsam zum Schluss, hätte ich gesagt. Und zwar, ja, möchtest du unserer Community noch irgendwas mit auf den Weg geben? Egal, ob schon langjähriger Sondengänger oder gerade Anfänger, egal. Irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt. Ja, auf der Seele brennt mir eigentlich immer das Gleiche. Leute, informiert euch,
macht's keinen Schmarrn. So wie wir es momentan haben, ist es echt gut. Also in Bayern sowieso, aber auch in allen anderen Bundesländern. Haltet euch einfach an die Regeln. Wer es nicht macht, macht's nicht. Wer es macht, macht's schon. Ich mach's schon. Ja, informiert euch einfach. Und nicht jeder, der anfängt und einen Reichspfennig postet oder irgendwas und fragt, was das ist, macht es nicht nieder. Jeder hat mal angefangen. Sehr gut. Genau. Schöne Schlussworte, lieber Fritz. Dann sage ich in diesem Sinne vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich hoffe, dir hat das jetzt auch Spaß gemacht und gefallen. Ja, ich wurde gezwungen. Nein, Schmarrn. Mit Geld. Nee, alles gut. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, meinen Kanal vorzustellen ein bisschen. Gerne. Ja, ich glaube, ich fand das ganz spannend, weil das interessiert bestimmt auch viele, die sagen, hey, das wäre doch mal cool, so eine Vorstellungsrunde machen, so ein bisschen Mäuschen spielen in den Alltag eines Sondengänger-YouTubers mitunter, der das mit Leib und Seele macht und was er von dem Hobby hält, welche Erfahrungen er hat. Genau. Wenn ihr auf dieses Format Bock habt und selber mal mitmachen möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail, schreibt mich auf Facebook an oder diejenigen, die meine WhatsApp-Handynummer haben, schickt mir gerne eine WhatsApp. Ganz genau. Ja, Fritz, vielen lieben Dank. Dann sagen wir beide in dem Sinne Tschüssikowski, immer schön trinken und bleibt uns fein gesund. Fritz, vielen Dank dir. Bitteschön, gerne. Bis demnächst, immer gut gefunden, mein Lieber. Ciao. Ciao, mach's Servus. gut. Tschüss, ihr Lieben. Sehr schön. Aha, Ton passt, inhaltlich vielleicht nicht, weiß es nicht. Aber audioakustisch auf jeden Fall schon. Gott, der Flashlight leitet die Schule. Ich fange da mal an kurz, ne? Gott! Ich brauche unbedingt wireless Kopfhörer. So, ich überprüfe mal kurz die Tonquelle. Ja, der Huster kam gut durch. Ein was? Ja, das ist cool. Ja, jetzt ist Schluss. Ich hab auch welche eigentlich zum Reinplagen. Starten, ja. Was? Kamera besser so, dass man meinen Kopf ganz sieht oder hat so gereicht?